Mr. Zemsta, are you a racist? Ich sage Hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Law and Order Legacies. Du siehst, ich bin hier noch in der Befragung von dem komischen David, Rassisten, Polizisten. Und ja, ich bin jetzt aber an der Stelle, Einspruch erheben zu dürfen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, unter welchen Voraussetzungen darf ich das denn? Jetzt hat er ja nur gefragt, sind Sie ein Rassist, ne? Wollen Sie Einspruch erheben? Nein. Mr. Zemsta, did you see Scott shoot the victim? No. Why? Were you doing something else? Yes. What? Hiding. Where? In the alley. So you didn't see the actual shooting? No. Because you were hiding in the alley. Yes. What kind of cowardly security guard are you? Hiding in the alley? Objection, Your Honor. Verleugnung, Mutmaßung, Relevanz zurückgezogen. Das ist ein bisschen blöd. Ich hätte da gerne nochmal... Ach, ich weiß das doch nicht mehr. Das ist ja... Das ist Relevanz, oder? Relevance? Overruled. You have an Okay. alcohol problem, don't you? What? No. It's a known fact that you drank on the job. You told the police as much. I guess. So it's safe to say you were probably drunk that day. Objection! Das ist eine Mutmaßung. Speculation. Defense is taking this one too far. Sustained. Regardless, your status as an eyewitness leaves much to be desired. Withdrawn. No further questions. Naja gut, okay, das war jetzt nicht so toll. 25 Punkte verloren, aber so ist es halt. Ich setze einfach mal fort und mach mal weiter. Your Honor, redirect. Go ahead, Mr. Cutter. Mr. Zemsta, had you in fact seen Mr. Leonard parked in the lot for several months prior to the shooting? And did you see him that day only minutes before? No. No, that's not right, Mr. Cutter. Naja, doch, das hat er doch schon. Haben Sie Mr. Leonard nicht tatsächlich schon Monate vor der Schießerei auf seinem Wagen auf dem Parkplatz gesehen und am selben Tag auch, nur Minuten vor der Schießerei? Nein, das stimmt nicht. Hat er recht? Nein. Hä? It Doch. wasn't several months prior. It was Ach, only a nur ein couple paar of days, Tage. Mr. Ach, Cutter. scheiße, And he was in okay. his car for like an hour before the shooting started. Thank you. No further questions. Ja, das war nicht so gut. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Scheiße, egal. I know, Jack. I know. But without the boy, we got no other options. Then get the boy's testimony back in. Defense suppressed the audio lineup. Then unsuppress it. Oh, Well, Mann. Mr. Cutter, Miss Carmichael, why don't you tell us what's on your mind? Your Honor, the people's case is being hampered by the exclusion of Henry Jackson's testimony. He was an eyewitness, an ear witness, in fact, to this murder. Your Honor, this idea is based on voodoo science and old wives' tales. It's based on hard science, Your Honor. Save the rhetoric for the trial. I've read your briefs. Let's hear your arguments. Let's examine Henry's enhanced auditory ability. Your Honor, enhanced auditory perception on behalf of the blind is based on anecdotes and assumption. No studies have confirmed this ability. Ja, weil es gibt da so ein Forschungsding, ne? Hat sie ja gesagt gehabt. Jeder weiß, dass das der Wahrheit entspricht. Eine neurologische Studie, genau. Ich weiß noch nicht von welchem. Ich weiß nicht mehr von welcher Uni. Okay. Abby Carmichael. Und wenn ich sag's nur ungern, wahrscheinlich dem Wachmann. Wirklich, ja. Naja, dann müssen wir hier. Da. Sicher, dass er. Pass auf. Da. Von Columbia. Da. Mann. Das ist, was man sich hier alles merken muss. Mein Gott. Your ey. Honor, no less an authority than the Neurological Center at Columbia University has confirmed it. Yes, I saw the data. It is impressive. A similar study conducted on men and women rendered blind as teenagers found almost no difference in auditory perception between them and test subjects who can see. The blind can't hear any better than the rest of us.
Können Sie beweisen, dass er falsch liegt? Kann ich das? Ne, kann ich das? Ich mach jetzt ja. Ich weiß noch nicht wie. Mal gucken. Was solches sind Jugendliche bekanntermaßen sehr unzuverlässig. Die Forscher an der Columbia sind zu dem Schluss gekommen, dass nur kurz vor der Pubertät, das nur von der Geburt an. Ja, genau. Das war das. Das stand da drin. Your Honor, the study Mr. Antonio cites is flawed. Columbia researchers found enhanced auditory perception in people blind since birth, exactly like Henry Jackson. Listening to a bunch of computerized sound files on a laptop is not the same thing as hearing my client in person. It was probably a terrible quality file. There was no consideration for the actual location. Who knows what Henry heard? Die haben das doch extra so nachgestellt, ne? Haben sie doch gesagt, der Junge durfte sich Sprachaufnahmen, bevor er sich entscheiden musste. Audiogegenüberstellungen sind sogar aussagekräftiger, weil der Zeuge, anstatt sie alle, die Sprachaufnahmen wurden gefiltert und die Akustik... Da, genau. Das war's. Das haben die doch extra gemacht, ne? Ja. Your Honor, a police technician will testify that great care went into the preparation of those audio files. They were adjusted to take into account the acoustics of the parking lot and the distance of the speaker from Henry Jackson. The sound files presented were very authentic. You're welcome to review them yourself, Your Honor. All right, I've heard enough. You did your homework, Miss Carmichael. The court is satisfied that the audio lineup serves as reliable evidence. Henry Jackson is back in. Ja, sehr schön. Na, das ist doch natürlich prima. Das ist natürlich schon ein kleines Ass im Ärmel, weil ich mache ja eine Scheißarbeit. Dann kann er das ja vielleicht rausreißen, ne? Hey, Henry. Olivia! You recognize me? Sure, I'd know your voice anywhere. You know, you don't have to do this if you don't want to, Henry. I want to. Hi, Henry. Abby's nice, but that other lawyer doesn't want people to believe your story. He may be kind of mean to you. I'm not scared of no lawyer. Ready? Good luck, Henry. I'll be watching. Henry, can you tell us what happened when you got to the parking lot? I heard some boys yelling, fighting. Mama, she tried to get us into the store, but then the shooting started. So, at some point, your mother said, no, there's no call for that. Is that correct? Yeah. Who was she talking to, in your opinion? Mr. Leonard. Kann die Meinung des Jungen mit Fakten untermauert werden? Ich muss ja hier nochmal aufmachen jetzt. Also, Scott Leonard, nein, tun Sie das nicht. Stimmt das? Ja. Wie man danach gemeint, Mr. Leonard, kann man das mit Fakten untermauern? Warte mal. Jetzt gucke ich mir mal nochmal hier das erste Gespräch an. Warte. Also, komm, der Laden ist auf der anderen Straßenseite. Hey, sind Sie der Typ, der PK abgeknallt hat? Meine, ja, was auch immer, Mann. Gangsterleben für dich. Travis, yo, sag mir das mal ins Gesicht, Söhnchen. Nimm meine Hand, Henry, lass uns reingehen. Nein, tun Sie das nicht. Oh. Mama. Nina. Nee, ich kann das nicht untermauern. Nein. Na, weißt du, das war so klar, oder? Wie soll ich denn das untermauern? Ja, ist auch egal. Ach, wegen dem Nina, echt? So, Mr. Leonard said Nina. Did he say anything else? No, he didn't. No warnings to the gang? No shouting like he was trying to defend himself? Just that word, Nina. That's it. I'll never forget his voice. Oh Gott, ey, ich verkack das echt. Der Junge hat Mr. Leonards Stimme eindeutig identifiziert, nachdem er ihn vor Gericht gehört hatte. Bei einer persönlichen Gegenüberstellung hat der Junge eindeutig Mr. Leonards Stimme als der Nina gerufen hat. Der Junge durfte dem Verhör beiwohnen. Der Junge hat ihn, nachdem er eine Audioaufnahme gehört hat. Weißt du, manche Sachen sind so einfach und bei anderen sitzt du dann da, ne? Echt wahr. People's Exhibit G. An audio lineup conducted under strict conditions where Henry Jackson identifies Scott Leonard's voice as the one he heard when his mother was shot. Dann der Türwarnton. Before the shooting, tell us what you heard, Henry. I heard a car door open. The keys were still in the, what do you call it? Ignition. Ja.
Das Auto war ein... Oh Gott, welches Jahr war denn das? Ich glaube, es war ein... aus 2011 oder so, aber das hat er ja auf jeden Fall gesagt. Kann ich mit ihm kommen? So. So, warte, das war hier unten irgendwo. War sogar bei der Revision. Der Sohn unseres Pastoren hatte auch so einen, bevor er aufs College gegangen ist. Ich habe nur ein Dodge Charger macht genau dieses Geräusch, wenn man die Tür öffnet. Ich habe einen Dodge Charger gehört. Es ist der erste Charger überhaupt, den sie seit meiner Geburt gebaut haben. Ich weiß alles über das Auto, den sie seit meiner Geburt gebaut haben. Warte. Ach, na, das weiß doch ich nicht, weißt du? Ja, ist richtig, prima. Aber 2012 wird es ja auch sein können, Could you recognize also, what type of car it was? Yeah, it was a Dodge Charger, 2011. Er erinnert sich an den Warnton, weil seine Mutter auch einen Charger fuhr. Er erinnert sich an diesen Warnton, weil er mal einen Freund bei Reparaturen geholfen hat. Genau. Er ist sich nicht sicher. Vermasseln Sie das jetzt nicht. Nein, so ist es richtig. Thank you, Henry. Na, immerhin. Das ist doch jetzt gar nicht so schlecht gelaufen, würde ich sagen, oder? Also, das war nicht ganz übel. So, also nicht eine absolute Katastrophe. Und dann würde ich sagen, mache ich hier an dieser Stelle im nächsten Part weiter. Ich danke dir jetzt sehr fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und mich begleiten und sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.